So, wir sind jetzt hier am Wochenmarkt in San Bernardino angekommen. Jetzt geht Sarah auf Entdeckungstour und gibt unser schönes Geld aus. Und nicht schon schocken und sagen, kein Geld dabei. Ja, wir sind jetzt gerade hier über den Markt gelaufen. Das ist ganz interessant. Man ist recht schnell drüber. So ist es nicht. Also wir haben uns den ein bisschen größer vorgestellt, weil, wie gesagt, wir schon längere Zeit mal hier hin wollten und immer viel davon gehört haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt so verschiedene Sachen zu essen. So, ist so eine Mischung aus Flohmarkt und ja, ich glaube, Neuware gab es auch ein paar. Ne? Aber es ist hauptsächlich, glaube ich, Flohmarkt, wie man ihn so aus Deutschland kennt. Jo, ganz nett. Also wenn ihr in San Bernardino seid, dann könnt ihr auf jeden Fall mal hier über den Markt gehen. In wo? San und Bernardino? Wenn ihr in San und Bernardino seid, dann könnt ihr mal hier über den Markt gehen. Guckt euch diese gehässige Frau an, ey. Und du, was wolltest du nochmal? An dem Stand möchte ich nicht mehr, wo du gucken möchtest. So sieht das Ganze von hier nochmal aus und jetzt gehen wir nochmal rein. Schade, dass die Kamera nicht so schnell war, wie Sarah auf die Rosine beißen konnte. Ja, das wäre eine super Situation gewesen. Also, wie hast du gemacht, als du auf die Rosine gebissen hast? Sehr ruhig. Also Sarah hat sich hier so einen Käsekuchen mit Rosinen geholt. Eigentlich wollte sie ohne. Mit Rosinen oder mit Mohn? Ich habe mir hier so einen richtig schönen Bienenstich geholt. Also das muss man sagen, gibt es hier viel, ne? Also deutsche Wurst oder deutsches Gebäck kann man halt hier. War doch hier auf den einen oder anderen Ständen so ein bisschen Wurst, ne? Jo, also wir werden jetzt in Ruhe essen. Die Sachen kriegen wir sogar, wenn wir möchten, in den Chaco geliefert. Genau, der Bäckerbock, nicht Bauerbock, genau, der Bäckerbock liefert sogar bis Loma Plata. Das ist total geil. Gut, auch Kuchen weiß ich jetzt nicht. Ja, das könnte man nochmal fragen, ne? Ja. Boah, so ein kleines Brot noch vielleicht. Ja, können wir ja auch mitnehmen. Gestern nach dem Markt hat Sarah und Barbara hier noch den Garten geplündert. Sarah hat jetzt tausende Ableger, die sie hier verpacken muss. Naja, sollen auf jeden Fall Pflanzen sein, die wenig Wasser brauchen. Ist natürlich bei uns vom Vorteil, wenn die nicht ganz so viel Wasser brauchen. Naja, jetzt müssen sie erstmal dann noch ein paar Tage Fahrt durch. Genau. Nach der Gartenplünderaktion waren wir noch auf so einem Stammtisch hier in der Gegend. Sehr nette Leute da kennengelernt. Und ja, an der Stelle schöne Grüße an die ganzen Leute da vom Stammtisch. Und ja, hoffentlich sehen wir uns mal wieder, wenn Sarah und ich hier wieder in der Gegend sind. Wird ja wieder passieren. Jo, die nächste Reise kommt ganz sicher, ist schon halbwegs geplant. Und dann sind wir auf jeden Fall wieder hier in der Gegend. Mal sehen, was sich da ergibt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unseren Freunden Dennis und Annika, haben auch schon ungefähr den halben Weg geschafft, sind jetzt hier Sierra Leone. Bei uns im Chaco gibt es ja auch ein Sierra Leone, das ist allerdings eine Gebirgskette. Hier soll das so ein Berg sein, Hügel sein, der so ein bisschen wie ein Löwe aussieht. Ich bin mal gespannt, ob wir den gleich noch sehen und ob wir den vielleicht auch filmen können. Hier ist ja auch ein bisschen laut an der Straße und hier haben gerade die Trommeln angefangen. Ja, auf jeden Fall fühlen wir uns hier schon viel wohler. Sarah kann ja hier gleich auch einmal rumschwenken. Es ist hier viel grüner, viel ländlicher schon. Wir sind noch nicht lange raus. Aus Ypacaraí sind wir da irgendwie rausgeführt worden. Schöne Strecke, viele Berge, Hügel und Grün halt. In Paraguay sind dann auch diese Städtenamen oder so meistens dann hier so groß irgendwie ausgeschrieben mit so einem Kunstwerk, was so ein bisschen immer mit der Stadt in Verbindung gebracht wird. Ist jetzt hier so riesig, kann man schlecht einfangen. Die begeisterte Sarah ist auch da, sie ist noch ein bisschen müde, hat aber schon Pizza gegessen heute Morgen, ne? Frühstückspizza, ja, gestern Abend waren wir auch noch zur Pizza essen.
Ich habe jetzt hier gerade so eine Stelle entdeckt, wo hier diese typischen Pflastersteinstraßen in Paraguay hergestellt werden. Es sind zwei Jungs am Arbeiten, eine hat gerade ein bisschen Pause und ja, so machen die das hier. Sogar so ein bisschen Zement dabei. Hier sind die schon schön verlegt. Also hier ist ja schon, wird ja wahrscheinlich der Sand irgendwie so eingefugt. Und hier werden die dann so reingelegt. Eigentlich habe ich ja so in Deutschland auch mit meinem Kopfsteinpflaster so ein bisschen auf der Terrasse gemacht. Ich weiß, das ist viel Arbeit, weil man muss das halt alles sortieren, dass das alles so passt. Ne? Und hier sind die beiden Jungs zugange. Und wenn die jetzt wirklich bis zur Straße runter noch machen, dann haben sie noch was zu tun. Ja. Und genau hier, wo die Straße frisch gepflastert wird, sind wir so in einer typischen paraguayischen Outdoor-Werkstatt, hier so eine Hinterhofwerkstatt. Der Dennis hat nämlich da so ein bisschen was an der Achsmanschette und weil wir jetzt hier ja, die Tage ein bisschen durch die Gegend fahren wollen, sind wir da sicherheitshalber mal in die Werkstatt gefahren, dass hier mal ein Fachmann drüber guckt. Und jo, wir sind da sofort drangekommen, obwohl er hier gut Arbeit hat. Hat er sich hier unter das Auto geschmissen. Und Dennis hat ein Autochen. Ja, Achsmanschette. Achsmanschette, ne? Ja. Genau. Die Schelle hält nicht mehr so fest, aber er kriegt das hin. Sagt er, kriegt er hin. Super. Also der baut hier alles auseinander. Letzte Woche waren wir hier gewesen, hat den kompletten neuen Hilux hier auseinandergebaut. Ganze Getriebe, Motor draußen und 2-3 Tage. Das schreckt auch nicht vor neuen Autos, obwohl jetzt hier so alte stehen, ja. Die Mädels da schon am Gucken sind. Na Schatz, neues Auto? Annika verschwindet schnell. Ja, der ist geil, aber der hat auch, glaube ich, hinter sich. Ich hab gerade schon reingeguckt, also hier die Ladefläche ist da schon sehr stark durchgerostet. Ja, das ist ein bisschen schwach, aber ein schöner alter Toyota, ja. So, dann muss ich jetzt hier mal... Ja, drin ist natürlich auch sehr spartanisch die Ausstattung. Ich glaube, Klimaanlage hat er nicht mehr. Oder noch nie gehabt, besser gesagt. Profil auf den Reifen. Ist jetzt auch nicht mehr so. Jo, Motor ist aber immerhin noch teilweise drin. Man muss sagen, das ist hier noch eine richtig gut ausgestattete Werkstatt. Der hat ja die Hebebühne. Ja. Die andere Werkstatt hier in Paraguay, wo wir schon 1-2 Mal waren, der macht die ganzen Arbeiten ohne Hebebühne. Der packt alles nur im Wagenheber hoch, auf, rüber. Aber funktioniert auch. Macht die gleichen Arbeiten. Macht die gleichen Arbeiten, ne? Ja, in Deutschland wird das nicht so funktionieren. Alles schön aufgeräumt. Alles schön aufgeräumt, ja. Trotzdem machen sie nichts. Das sieht so ein bisschen hier, das erinnert mich hier an die Schrottis da. Wie hießen die? Die Ludolfs, ja. Die wussten aber trotzdem, wo sie ihre Sachen so finden konnten. Ah ja, und nebenbei gibt es hier auch ein paar Babykatzen. Guck mal, die schöne blauen Augen haben. ...2016 waren wir schon mal hier und jetzt sind wir wieder hier gelandet, weil wir wollten eigentlich auf diesen Cerro Hu oder wie der heißt und der hat leider montags geschlossen. Heute ist Montag. Jo, jetzt haben wir uns gedacht, haben wir uns ein paar Empanadas und so gekauft und wollen jetzt hier oben auf dem Aussichtspunkt mal unsere Empanadas essen. Also diese Zeichnungen waren damals auch schon, ich kann die vielleicht mal einblenden, da sahen die noch ein bisschen besser aus, da waren die ein bisschen frischer. Dieses Paraguay Zeichen, Schild, Buchstaben, keine Ahnung, die waren noch nicht da. Und hier unten, weiß ich noch, da hat Sarah so eine Hündin entdeckt und ach, da ging es ganz schlecht. Dann haben wir die noch mit so Brotkrumen gefüttert oder mit so Brote hatten wir, glaube ich. Und damit hatten wir die gefüttert, kann ich auch mal einblenden. Dann kann ich die verwackelten Videoaufnahmen auch mal vernünftig nutzen.
So, hier geht es die Treppen hoch. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie so, sieht natürliche Felsformation aus. Und da haben sie dann hier aus Beton so die Treppen hochgebaut. Ja, ich bin als erster oben angekommen. Ja, jetzt morgen hoch. Was ist denn das RAU? Also der da drüben ist? Der da drüben mit den Felsen. Okay, also der ist der heute zu hat. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja jetzt schon keine Luft mehr. Wahrscheinlich habe ich dann Muskelkater. Ja, das ist die Aussicht jetzt natürlich bewölkt. Ich weiß gar nicht, ob da 2016 klarer Himmel war. Wenn 2016 schönerer Himmel war, blenden wir das ein. Das sah so hier aus, ja nicht ganz so runtergekommen, nur ein bisschen weniger runtergekommen. Ja, aber es war nur so ein Betonding. Ja. 6 Jahre ist das schon. 6 Jahre ist das her. Ungefähr die gleiche Jahreszeit sogar schon. Ungefähr die gleiche Jahreszeit. Ich glaube, so im April waren wir da. Ja. Boah, ich habe keine Luft mehr. Ich muss mal Sport machen, ja. Jo, wir werden jetzt hier ein paar Empanadas essen. Wir haben ja gerade gesagt, das ist der CRU. Dennis hat jetzt nochmal genau geguckt und er sagt, da hinten. Ganz Stopp, okay. Kannst löschen. Da ist so der Parkplatz, das ist richtig CRU. Also doch der CRU. Okay, können wir löschen. Richtig. Ja, das Ganze ist ja eigentlich auch einfach zu finden. Da hinten ist so eine Basilika-Kirche oder wie auch immer man sowas nennt. Und wenn man sich ungefähr daran orientiert, dann findet man das so ein bisschen die kleinen Straßen. Und dann auf der Seite, wo hier auch dieses Paraguay-Schild ist, da geht dann hier so eine Straße hoch. Ist ja nicht hoch und dann ist man schon da. Ja, da wird noch irgendwie was gebaut, haben wir gerade festgestellt. Sind die Jungs dabei. Naja, was das wird, sehen wir dann, wenn wir in ein paar Jahren wiederkommen. Da unten sieht man hier von hier oben so ein bisschen die Kaserne, diese Artilleriekaserne, wo wir vorhin ein Foto gemacht haben. Der Soldat war ganz nett, der hat sich sogar mit fürs Foto dahingestellt. Jo, sind natürlich kleine Kanonen. Ich hoffe, die haben noch ein paar größere.